Ein Sondermodell, bei dem man unglaublich viel kriegt für sein Geld, sagt zumindest die Maya, die neben mir steht und hat gemeint, hey, für so wenig Geld kriegst du unglaublich viele Extras. Und das scheint das so zu sein. Ja, wir werden heute mal reingucken in den CC 600 MEG. CC steht für? Cara Compact. Cara Compact. Genau, Cara Compact Edition Pepper ist das Sondermodell von Weinsberg. So, jetzt zu meiner Ehrenrettung. Da vorne steht auch CC bei dem vollintegrierten. Das heißt aber Cara Core. Genau, richtig, ja. So, habe ich ja doch nicht so ganz gelost, ja. Das ist er. Er ist teilintegriert. Genau. Wie lang ist er? Der hat 6,75 Meter. Siehst du mal, das ist jetzt genau deine Spielwiese, oder? Ja. Du kennst den Pepper, oder? Ja, den kenne ich. Den kennt mittlerweile fast jeder. Warum? Der ist ziemlich beliebt. Ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis, also für das Auto ist voll ausgestattet. Genau, da sieht man einmal die Ausstattung und für einen Preis von 53.000, 54.000 Euro. Ich zeig's mal gerade. Beifahrer-Airbag, Außenspiegel, elektrisch beheizt, Fahrerhaussitze drehbar, Höhenverstellung, Beifahrersitz, Klimaanlage und. DAB Plus Radio, Fernseh drin. Genau. Nee, doch. Fernseher mit automatischer Sattanlage drin. Ja. Ein Komplettsystem Oyster sogar. Also nicht der Schrott aus China, sondern... Ja, genau, von Oyster. Das kann ja sein, dass ja auch in China gebaut werden. Aber Oyster habe ich selber gar nicht so billig und funktioniert. Ja. So, ja. Kraftstofftank, 90 Liter Kraftstofftank. Ja, ist auch ganz wichtig, denn man will ja nicht andauernd zur Tankstelle fahren. Und was ganz wichtig ist, wenn Sie mal unterwegs sind in Ländern, wo es teuer ist, kann man da tanken, wo es ein bisschen billiger ist. So ist es. Weiß, Pepper, klär mich auf. Wie lange ist das schon im Programm, Pepper? Den Pepper gibt es jetzt 2 oder 3 Jahre. Es kommt immer Neues dazu. Und ja, wie gesagt, unschlagbares Modell. Du bist 20 Jahre alt und du sagst, den gibt es jetzt 2 oder 3 Jahre. Das heißt, du machst das schon sehr lange. Ja, ich habe meine Ausbildung im Caravan-Business gemacht und bin bis jetzt halt auch da geblieben. Das war ja so eine Entscheidung. Du hättest ja alles machen können mit deiner Intelligenz. Das heißt, du hättest irgendwie Software Engineering oder sowas machen können. Aber du bist ins Caravan-Business. Die Leute sind unglaublich nett. Das ist die Freizeitbranche. Die Leute sind nett, die Leute sind offen. Und es macht wahnsinnig Spaß. Man tauscht sich ganz anders aus, man kann ganz anders oder die Menschen gehen ganz anders auf einen zu. Ist das ein Problem als Frau, dass die sagen, normalerweise wird ja so nachgesagt, Frauen und Technik und da geht man lieber zu einem Mann, das ändert sich gerade, oder? Ja, nee, das ist eigentlich, damit habe ich bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also ich habe dich so kennengelernt, wenn du irgendwas nicht weißt, es gibt immer jemanden, den man fragen kann, der es weiß, oder? Genau. So. Und man lernt ja auch dazu. Cara Compact Edition Pepper. Hier ist er von hinten. Ja, teilintegriert, nur 2,20 Meter breit. Ich glaube, das suchen viele Leute. Genau, das soll nicht zu breit sein. Genau, das ist halt immer so das Gegenstück zum Kastenwagen. Wenn die Leute sagen, naja, wir finden Teilintegrierte toll, Kastenwagen ist aber wegen der Breite schöner, ja, dann ist das Modell von der Aufteilung her super. Ich zeige es mal gerade hier vorne, hier sieht man es nämlich auch. Die Breite ist nur unwesentlich breiter wie das Fahrerhaus selber. Das heißt, ich kann mit den Serienspiegeln arbeiten, richtig? Ja, genau. Ich brauche also keine extra Spiegel. Nein, man braucht keine extra Spiegel. Ist so plus minus so breit wie das Fahrerhaus. Genau. Ja. So, ja, sieht man ja. Das heißt, das ist schon ein Killer für den Kastenwagen. Das heißt, das ist genauso breit. Ich habe viel mehr Platz. Ja. So, machen wir gerade rum. Man merkt auch so richtig, der ist unglaublich umlagert. Preis-Leistungs-Verhältnis, da ist wieder diese Easy Travel Box, das haben wir jetzt gelernt. Da ist der Wasseranschluss drin. Ja, einmal der Stromanschluss, den man von unten durchführen kann. Dann haben wir Dann haben wir die Ablässe für den Frisch- und für den Abwassertank, die Serviceklappe, wo ich ganz einfach den Frischwassertank mal auswischen kann und entlüften kann und die Befüllung. Sag mal, bei dem Preis, das ist so günstig, ist da das Fahrgestell auch mit drin oder kriege ich nur einen Aufbau? Nein, das ist auch mit dabei. Und hier die Felgen sind auch mit drin? Genau, die Felgen sind auch mit drin. Und hier, da AdBlue ist auch drin? Genau, AdBlue ist auch drin. Wo ist denn da der Haken? Da gibt es keinen und das ist der Grund, das Fahrzeug war 2019 schon das meistverkaufteste Fahrzeug auf der Messe hier. Bei Weinsberg oder bei überhaupt? Allgemein. Echt? Ja. So ein Pepper. Ja, ich glaube dir das jetzt einfach mal so, wenn du das sagst. Das meistverkaufte Fahrzeug. Aber wir gehen am besten mal rein, dann werden wir auch verstehen, was da ist. Ja, Aufbau ist Fiat Ducato. Wie hier alle im Grunde genommen. Und die Messeaktion. Da ist nämlich sogar eine Klimaanlage drin, habe ich gerade gesehen. Warte mal, habe ich das richtig gelesen? Für einen halben Preis. Für 800 statt 2220
2 Euro, jetzt nur 868 Euro. Jetzt mal eine Frage, wenn jetzt einer nicht auf der Messe, er konnte nicht und kommt zu euch in den Laden, habt ihr da auch die Messeangebote? Ja, teilweise schon. Also macht ja auch Sinn, dass wir die erste Zeit das halt übernehmen. Okay. So, hier sieht man es, der ist teilintegriert, das heißt vorne habe ich das ganz normale Fahrerhauschassis vom Fiat, ja. Und dann geht es praktisch unmerklich ineinander über. Hier vorne sieht man die Stöße. Ja, die Fahrerhaustür, die Aufbautür, die ist recht breit. Genau. Das ist wieder eine breite Tür, integriert auch wieder mit Fliegengitter. Ja. So, hier ist unsere Testerin, Patricia. Alles Sven. Du merkst so richtig am Duktus, sie wird ganz sicher bei dem Auto. Das hat sie oft verkauft, gell? Bestimmt, ja. Also ich bin jetzt auch gespannt, was drinnen auf uns zukommt, weil das Auto ist ja richtig beliebt. Das Schöne ist auch du hast ja mal gerade eben 50.000 Euro gerade übrig. Hast du den Auftragsblock schon bereit für sie? Leider nicht, aber wir können bestimmt über was reden. So, ich zeig's mal gerade. Also hier steht 600 MEG Edition Pepper, ein Fiat-Chassis drauf, Länge ist 6,75 Meter. Das ist okay, oder? Das ist in Ordnung, ja. So, nicht zu lang, nicht zu breit. Die Masse im fahrbereiten Zustand 2780 Kilogramm. Ich glaube, da ist der Fahrer schon mit drin, gell? Genau, da ist der Fahrer mit drin. Mit 75 Kilo. Keine Ahnung, wer so viel 75 wiegt. Kilo, eine aber Gasflasche. eine Gasflasche ist mit drin. Das steht, glaube ich, sogar im Gesetz so. Das muss so angegeben werden, Genau. weil früher war es anders. Da haben die irgendwelche Mondzahlen reingeschrieben, das reingesetzt, war das Auto schon überladen. Ja, So, und jetzt hat man 140 PS, das langt? das langt. Gut. Beifahrer. Ja gut, Sie können es ja lesen, Sie können ein Standbild machen und sich das mal angucken. Head-Up-Display ist mit drin. Mein Gott, wir werden uns das jetzt mal anschauen. Und gespart, guck mal hier. Fahrzeug in dieser Ausstattung wie Sondermodell 69.866. Jetzt inklusive Mehrwertsteuer für 54.357 Euro. Gut, gehen wir mal rein. Ach, die Markise ist auch schon mit drin. Genau, Markise ist mit drin. So, Stufen. Also was mir gleich auffällt, der ist nicht so hoch. Das heißt, ich brauch gar keine Ausfahrtreppe. Genau, das Fahrzeug hat serienmäßig keine Trittstufe, weil er nicht so hoch ist. Die kann man aber jederzeit nachrüsten lassen und mitbestellen. Fernseher ist mit drin. Fernseher ist mit drin, die SAT-Anlage ist mit drin, das CP Plus Bedienteil ist mit drin, das große Radio mit Navi, die Rückfahrkamera, das Head-Up-Display. Also eigentlich hat das Fahrzeug schon mal so alles, was man braucht, um in den Urlaub zu fahren. Ja, das Coole ist, es hat sogar das Wichtigste von allem. Ich glaube, ich habe es gelesen. Nee, ist nicht drin. Klimaanlage. Nee, die kann man halt mit der Messeaktion Optional. gerade günstiger dazu kriegen. Jetzt mal für 800 Euro muss man die auch nehmen, oder? Ja, das ist zu empfehlen, ist wie geschenkt. Ja, es ist wirklich so. Also die wichtigste Funktion von der Klimaanlage für mich übrigens ist Entfeuchten. Wenn es nicht gerade sehr, sehr heiß ist, so stickig, du merkst, auch hier in der Halle ist es ziemlich feucht, hat man das Gefühl, weil draußen hat es geregnet. Ja. Da kommt man rein und ist schön kühl und trocken. Kann man auf 23 Grad einstellen, das entfeuchtet, oder? Das stimmt, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, die jetzt auf der Messe mitzubestellen. Ja, wenn Sie noch da sind, das Video sehen. Wir werden es ja heute noch hochladen, so ist es. Also auch hier gilt, ich habe viel Platz. Ich zeige das mal gerade. Also Patricia hat sich schon... Ja, ich sitze mega bequem. Ich glaube, ich könnte hier schlafen in dem Stuhl. Das ist super, super gemütlich. Das ist ja auch wichtig, glaube ich. Ich meine, man verbringt ja auch viel Zeit während der Fahrt. Ja. Während der Fahrt und auch wenn mal schlechtes Wetter ist, man kann sich hier gemütlich hinsetzen, Fernseher gucken, Radio hören, ein Buch lesen. Ja, die gute alte Truma, Genau, das CP Plus Bedienteil haben wir wieder. das große. Genau, das große. Dann haben wir der kleine Schalter daneben. Ja. Ist für die Markisenbeleuchtung, die kann man mit Bewegungsmelder anstellen bei den Fahrzeugen oder halt normal bedienen mit dem Schalter. Guck mal da. Ist es auch dabei, das Blümchen? Das ist nicht dabei, nein. So, wir sind ja auf der Messe, da ist Deko gefragt. Aber die Deko aus Kunststoff, wie ich das gehört, in Corona-Zeiten. Ihr habt ganz wenig Deko im Moment hier, muss man sagen. Das ist, glaube ich, auch Vorschrift. So die Sachen, die man verkaufen kann, wie das Kissenpaket, die sind dabei, die Kissen? Genau, die Kissen sind dabei beim Pepper. Das ist auch, gehört zur Sonderausstattung mit dazu. Genauso wie Kuscheldecken. Die Kuscheldecken, wo? Die liegen auf dem Bett. Warte, Hier ich hat zeig mal schon grad. wer gewütet. Der hat schon wer gewütet. Ist nicht so schlimm, man muss auch sagen, der Pepper ist ja recht umkämpft. Das sieht aus, der sieht aus wie der Bademantel von meinem Sohn. Also der ist ultra kuschelig und die sind dabei. Die sind dabei. So spezielle Pepper-Kuscheldecken. Was aber, ich glaube, wichtig ist
Fahrzeug ist ja relativ kurz, aber es hat einen guten Schnitt, weil es, ich sag mal, aufgrund dieser engen Verhältnisse, die ich ja habe, ich habe ja im Prinzip Breite vom Kastenwagen, geht noch, oder, Patricia? Ja, also man kann hier auch super kochen. Also man fühlt sich jetzt nicht irgendwie eingeengt. Und man hat auch hier wieder diese Arbeitspresse mit dazu, falls es doch. Wo ich das erweitern kann. Genau. Also das finde ich super praktisch. Gerade wenn man am Kochen ist, braucht man immer sehr viel Ablagefläche. Hast du mit Gas schon mal gekocht? Nein. Mach mal auf. So, jetzt, wenn du mir mal verrätst, wie das geht. Ist das jetzt ein Test? So, wir haben einen Fachmann hier. Maja. Zeig mal, Maja, zeig das. Also wir haben hier den Zünder, Ja. reindrücken, drehen und dann zündet die Flamme. Nochmal bitte. Ist jetzt kein Gas drin, ne? Ich meine, es Genau. geht ja hier nicht in der Messe, aber okay, das heißt, da vorne kommt so ein Funke raus, der wird es dann immer drehen und dann ein zündet bisschen die warten. Platte automatisch. Genau, dann dauert es. Also für die Leute, die es kennen, bei meiner Oma, wir haben ja immer mit Gas gekocht, ja. Da kenne ich das. Früher brauche ich aber noch Streichhölzer, das brauche ich Ja. hier nicht mehr. Zum Thema Platz, den Pepper gibt es auch noch mit französischem Bett. Hat dann wieder das Bad auf der rechten Seite mit der separaten Dusche. Sehr schön. So, das heißt, den Fahrersitz kann ich auch drehen, oder? Genau, den Fahrersitz, den kann man auch drehen. Mach mal bitte. Wahrscheinlich ein bisschen hin und her. Und das Dekor, das Design von dem Dekor, das ist speziell dem Pepper vorbehalten? Genau, das ist speziell für den Pepper so entwickelt. Wir haben hier auch wieder die Möglichkeit mit dem Tischauszug. Macht einen recht wertigen Eindruck, wenn du jetzt irgendwas bewegst, da knarrt irgendwie nichts, ja. Ja. Ist das Weinsberg? Das ist Weinsberg, definitiv. Also die sehr robuste und stabile, der Möbelbau. Ich zeige euch mal gerade die Halterung von der Sattanlage. Da kenne ich viele Halterungen, die haben so einfach ein Metallblech drunter mit so einem, und hier ist, wenn du mal kurz herkommst, guck dir das mal an. Das ist ja der Hammer, so ein Ja. richtig fettes Genau. Aluprofil. Ich kann den hin und her schieben, mal, bitte. kann den drehen. Du kennst den Pepper, ja, hast du mir gesagt. Das ist Ja, dein meistverkauftes ich kann den Auto? Pepper, das habe ich bisher Ist neu. allerdings noch nicht gemacht. Ich bin doch gemein, oder? Ja, Mach mal so, mach mal so. Der ist nicht schlimm, wenn es nicht geht. Meistens ist ja so, dass man sogar im Bett hingucken kann, gell? der Aber wir ist kriegen das noch festgehalten. raus. Ich finde nicht wo. Es kann ja sein, dass sie den für die Messe festgemacht haben. Ja, dass Davon nicht jeder gehe ich da. auch aus, weil sonst bricht er nämlich ab. Supi, ja, oben habe ich ein großes Fenster mit drin. Ja, ich habe ein Bad mit drin. Kann ich die Tür auch zumachen? Bin dann abgeschlossen? Hier kann man nicht zumachen, das geht bei dem anderen Grundriss wiederum. Bei dem anderen Grundriss. Ja, der riesige Tedford-Kühlschrank. Vielleicht fangen wir mal damit an. Und dazu bräuchte ich dann nochmal die Patricia. Genau, mach du das mal. Denn die Patricia ist 1,67 Meter groß und der Kühlschrank ist ein bisschen größer. Oh ja, tatsächlich. Der geht nämlich bis oben Auch hin. hier hat man wieder diese Schublade. Die Schublade für die Flaschen. Genau. Und das hier ist das Eisfach. Das Eisfach. Also richtig, richtig groß. Cool. Und last but not least, bevor wir dann ins Bad kommen, natürlich unsere Kuschelwiese. Und da müsstest du dich echt nochmal drauf legen. Dann haben wir nämlich direkt den Vergleich bei 1,67 Meter, wie lang man denn da kommt. Leute, ich denke mal, wenn man sich so ein Auto kauft, man muss sich echt mal hinlegen, oder? Gerade Ja. wenn man lang ist, oder? Ja, gerade das habe ich auch ganz oft, dass die Kunden sagen, das Bett sieht kleiner aus, legen sich hin, ach, passt super. So, jetzt sind wir ja schon ein bisschen am Drehen. Ich gucke mal auf die Uhr, es ist 4:30. Ja, Du wirst ein bisschen müde. Ich lege mich mal dann noch für eine Stunde hier hin. Nein, also wirklich super gemütlich. Man hat hier auch super viel Ablagemöglichkeiten. Auch hier kann nichts rausfallen. Und hier hinten hat man dann auch noch Schränke. Da hat man sogar auch noch eine Ablagemöglichkeit. Genau, wenn du mal kurz mal zeigst, da ist unten noch eine Kante dran, da kann nichts runterfallen. Genau. Und hier oben auch, gell? Ja. Und auch diese Ambientebeleuchtung hier ist auch super Oben drüber, schön. gell? Ja, die kann man bestimmt auch wieder aus- und anschalten bestimmt. Steckdosen 230 Volt, da habe ich dann noch ein USB mit drin. Natürlich an der Stelle, wo ich es auch brauche, könnte ich mein Handy reinlegen für die Nacht, oder? Ja, richtig. Oder halt ein Buch oder ähnliches. Und auch hier sind wieder diese Längsbetten. Also hier muss man nicht über irgendwen drüber steigen, um auf die Toilette zu gehen. Jetzt mal ehrlich, Maja, komm mal her. Der Kleiderschrank hier unten, Ja, da ist ja schon eine ziemliche Bückerei, wenn ich hier irgendwas suchen will, oder?
Ja, aber dafür haben wir halt trotzdem viel Platz. Das Bad ist bei dem Fahrzeug relativ groß und deshalb wurde unter anderem auf den großen Kleiderschrank verzichtet, den wir aber wieder in dem anderen Modell, in dem Modell mit den französischen Betten haben. Okay, das heißt, das muss man wissen. Wenn ich jetzt viele Kleider dabei habe und gibt ja auch so Camper, die ziehen nur irgendwelche Sportsachen an, da brauchst du gar nichts Hängendes groß. Aber wenn ich hier mit Kleidern, mit Jacken und viel drumrum, da jedes Mal die Jacke rausholen. Und ich mag das auch nicht so, wenn so dicke Jacken hier hängen direkt, ja. Also wir haben nochmal Haken an dem Bad. Sag mal. Warte, ich komme mal kurz auf deine Seite. Haken hier nochmal am Bad. Und sonst, wenn es halt wichtig ist, mit dem großen Kleiderschrank, dann empfehle ich den anderen Grundriss mit dem französischen Bett. Es gibt aber noch was, wenn ich die Fahrräder hinten drauf mache. Man kann sogar in die Heckgarage, kann man eine Stange reinmachen. Das machen viele, machen da ganz viele Kleider rein. Gerade wenn Mädels dabei sind, die brauchen viele hängende Kleider. Ist wirklich so. Mach mal auf. Wo ein Wille ist, ein Weg. So, wieder mal Haken. Ich zeig's mal gerade. Haken können gar nicht genug sein. Der Handtuchtrockner oben. Genau, der Handtuchtrockner. Hier dann wieder viel Platz zum Duschen. So, bitte nochmal auf und zu. Ich will mal gerade filmen, wie satt das klingt, wenn du das auf und zu machst. Okay, nochmal zu. Oh, krass. Das ist so wie aus dem Vollen geschnitzt, oder? Ja. Das ist kein Spielzeug, oder? Mach nochmal auf, bitte. Ich will mal gerade die Slider sehen, wie die da verarbeitet sind. Guck dir das mal an. Hier, zwei Schwerlastschienen, die mit drin sind. Ist gut gemacht, oder? Ja, funktioniert super. Vor allem kein Wackeln. Mach mal. Ja, ein ganz kleines bisschen, aber das ist... sehr, sehr stabil gebaut. Sag jetzt mal eine blöde Frage. Wenn das Ding auf ist, funktioniert das denn noch mit dem Waschen? Ist das noch angeschlossen? Funktioniert das? Heißt, ich kann es offen lassen und wenn ich jetzt Pipi mache, will ich mal anschließend auch die Hände waschen? Genau, das So, dann ganz oben drüber ist ein riesiger Schrank, den ich so als Apothekerschrank. Was hier halt auch sehr besonders ist, das zeige ich gleich. Was? Das ist ja riesig. Guck mal, Patricia. Das will ich sehen. Ja, das war nämlich bisher immer so, es gab viel zu wenig Platz, hatte ich das Gefühl, Wow. Da kann man ja richtig einen Schminkkoffer mitnehmen. Und was halt auch wahnsinnig schön ist, wo wir beim Thema Schminken sind. Ich habe den Spiegel hier und ich habe hier noch meine Spiegelfront. Sag mal. Ach ja, ja. Spiegel und Da haben wir Spiegel. wieder sehr viele Spiegel. Also, genau, ich habe einmal an der Wand und an der Wand einen Spiegel, kann mich komplett sehen. Sag mal, Maja, die Kaufentscheider, habe ich das Gefühl, sind aber doch die Frauen, oder? Am Ende des Tages. Ja, größtenteils ja. Wenn die Frau Nein sagt, dann wird es das meist auch nicht. Oder der Mann sagt ja und er darf alleine in Urlaub fahren. Oder so. Das kommt schon mal vor. Selten, aber ja, soll es geben. So, denn ihr habt verschiedene Strategien, nämlich wie ihr das machen kann. Ja, wir gucken mal ganz kurz in die Schubladen rein. Und hier ist es Edition Pepper. Und das sind die Schubladen nochmal. Bitte alle Schubladen noch einmal kurz durch. Auch wieder richtig groß und Ja. robust. Und satt. Ich komme ja nicht über das Geräusch hinweg, was sie eben erzeugt hat. Mit der Dusche? Mit dem Becken, weil das klang so, also richtig gut. Okay. Maja! Wo ist denn hin? Ach, da. Da ist sie versteckt. So, setz dich mal dahin. Ich zeige mal gerade hier vorne ein paar Details, wie man hier so sitzen kann. Letztes Mal hatten wir eins gezeigt, da konnte man die beiden Sitze verbreitern, hinten, die da. Ja. Und das war ganz witzig, aber die Frage ist, ob man wirklich so oft dann mit 4 Leuten fährt, ja, mit so einem Auto. Es sind wahrscheinlich viele Leute mit 2 Personen, ne? Ja, genau. Also der ist halt nicht mit Hubbett erhältlich und auch nicht mit dem Umbau in der Sitzgruppe. Serienmäßig halt für 2 Personen. Es gibt aber die Möglichkeit, noch 2 mitzunehmen. Dann müssen die Kinder halt im Zelt schlafen. Genau, das wird ja öfter schon mal gemacht. Und, Pepper? Sehr, sehr cool. Also auch hier hat man noch einen USB-Anschluss, habe ich gerade gefunden. Ja. Und auch hier wieder Fliegengitter, Verdunklung. Also sehr kompakt auf jeden Die Fall. Fahrerhausverdunklung auch dabei. Zeig mal, wie das geht. Die ist nämlich so, dass die integriert ist, gell? Genau, die ist integriert. Okay, langt. Genau so. Kannst du mir vorstellen. Und vorne genau das gleiche, wird mit Magnetstreifen am Ende dann zusammengehalten. Okay, das heißt, ich muss nicht viel da rumklicken. Das ist direkt da drin und da kann ich zumachen. Das Head-Up-Display ist ganz praktisch. Das sollte man mit dazu nehmen. Ist in Verbindung mit dem Autoradio, richtig? Genau. Also, Beides Pioneer. Genau, das Head-Up-Display kann bestellt werden. Bei dem Pepper ist es dabei. Großes Pioneer-Radio dabei, nicht irgendein
ich sag mal, günstiges Gerät in DoppelDIN-Ausführung oder sowas, sondern absolute Qualität. Und die Fahrhausklimaanlage, die ist, glaube ich, überall drin, oder? Genau. Die Fahrhausklima ist überall verbaut. Wenn ich den statt Schalter Automatik haben möchte, geht das beim Pepper? Das geht jetzt ab Modelljahr 21, weil das Fahrzeug auf Fiat-Chassis ist und somit auch die neuen Stufen Wandlerautomatik nachgerüstet bekommen kann. Vorteil ist auch, kann ich eine Kupplung hinten dran machen, eine Anhängerkupplung? Das ist auch möglich, die kann man dazu bestellen. Schön mit der 9-Gang-Wanderautomatik. Das heißt, ich kann hinten da sogar ein Fahrrad ein Auto könnte ich ja ziehen, einen kleinen Smart. Zum Beispiel, ja. Das ist übrigens auch so ein Trick, wenn ich überladen bin. So ein kleiner Anhänger hinten drauf, das geht, oder? Das funktioniert. So, jetzt verspreche ich dir, das war das letzte Video. Du wolltest unbedingt den Pepper drehen. 52, trotzdem noch viel Geld. Aber wenn du überlegst, so ein, ich sag mal, ein kleiner Audi oder so, da bist du auch schon direkt 50 los. Und dafür hast du ein Wohnmobil. Richtig. Die Leute reisen ja viel. Also man muss ja sagen, jemand, der ein Wohnmobil hat, der ist fast das ganze Wochenende unterwegs. Das stimmt und macht ja auch Sinn, dafür hat man es ja. Sag mal, wenn du jetzt ein Wohnmobil verkaufst und die sind happy mit dir, mit der Entscheidung gewesen, gab es da schon mal Situationen, da gab es mal einen Blumenstrauß oder so? Ja, ziemlich oft und ich habe auch so gut wie mit allen meinen Kunden, denen ich Autos verkauft habe, noch sehr guten Kontakt und das freut einen ja auch. Maja Buchelt, ja, von Brinkmann Caravan und Reisemobile und Tischlerei GmbH. Ihr habt eine eigene Tischlerei wo nochmal? In Braunschweig. In Braunschweig. Wir gehen mal raus, machen mal Abmoderation. Und da ist er, der Pepper, das Wunschfahrzeug von Maja. Jetzt haben wir es gefilmt auf dem Caravan-Salon 2020 in der Modellvariante 2021. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Wir kommen morgen wieder. Ich denke, für heute ist genug. Und gehen mal zu den Kollegen mit den Kastenwagen. Da hast du gesagt, das ist nicht so dein Ding. Genau, das Du ist machst so die ein Teilintegrierten. bisschen hauptsächlich, ja. Prima. Danke Maja Super. und danke auch dir. Danke Tschüss. dir. Tschüss.